Hallo, heute zeige ich euch was ganz Abgefahrenes, wie man den natürlichen Logarithmus ln von fast jeder Zahl leicht im Kopf berechnen kann. Wow, das gucken wir uns jetzt an. Der ln ist der Logarithmus zur Basis e der Eulerschen Zahl, also zur Basis 2,7182 und so weiter. Das ist ein ganz krummer Wert. Und normalerweise kann man diesen Logarithmus nur mit dem Taschenrechner ausrechnen, zum Beispiel ln von 2 ist gleich 0,693147 und so weiter. Das schafft normalerweise kein Mensch, aber mit einem einfachen Trick können wir uns zumindest mit einer Nachkommastelle genau den Logarithmus von fast jeder Zahl ausrechnen. Die Tricks, die ich hierfür zeige, die funktionieren eigentlich mit jedem Logarithmus, zu jeder Basis. Ich will hier aber mal den ln vorführen. Warum? Weil der kommt am häufigsten vor, nämlich den braucht man immer für eine e-Funktion. Und es ist einfach am coolsten, wenn wir eine so komplizierte Zahl im Kopf ausrechnen. Und dafür müsst ihr euch nur ein paar wenige Dinge merken. Wir merken uns mal den ln von 2. Das ist nämlich auf eine Nachkommastelle gerundet 0,7. ln von 3 ist 1,1. ln von 5 ist 1,6 und ln von 7 ist 1,9. Streng genommen müsste ich hier überall Ungefährzeichen schreiben, weil wir ja runden, aber zur einfacheren Lesbarkeit lasse ich es mal hier beim Gleichheitszeichen. So, was haben wir hier? Hier haben wir die ersten 4 Primzahlen, 2, 3, 5, 7. Und hier haben wir eine gleichmäßig ansteigende Reihe. Die merken wir uns mal so. Außerdem brauchen wir noch die Logarithmengesetze. Der Logarithmus macht nämlich aus der Multiplikation von 2 Zahlen die Addition. Und aus einem Potenzieren zweier Zahlen macht es eine Multiplikation. Man kann sich vorstellen, dass dieses b hier einfach vor den Logarithmus multipliziert wird. Achtung, es geht los. Logarithmus von 0. Der ist nicht definiert. Es gibt auf dem Taschenrechner einen mathematischen Fehler. Der Logarithmus von 0, den gibt es nicht. Logarithmus von 1 ist immer 0, ganz egal welchen Logarithmus man nimmt. Der ist immer 0, kann man sich leicht merken. ln von 2 haben wir uns auswendig gemerkt, ist 0,7. ln von e ist auch wieder einfach. Der Logarithmus ist nämlich gerade so definiert, dass er zur Basis e der Eulerschen Zahl 1 ergibt, von 2,7. Der ln von 3, den kennen wir wieder auswendig von vorhin. ln von 4. 4 können wir schreiben als 2 hoch 2. Und mit unserem Logarithmusgesetz können wir diesen Exponent vor den Logarithmus multiplizieren. 2 mal ln 2, also 0,7, gibt 1,4. ln von 5 ist 1,6, weil wir es uns gemerkt haben. ln von 6, wir schreiben die 6 als 2 mal 3 und mit dem Logarithmengesetz wird hieraus eine Addition. 0,7 plus 1,1 gibt 1,8. Hurra! ln 7 haben wir uns gemerkt. ln 8, dann schreiben wir die 8 als 2 hoch 3, ziehen den Exponent davor. 3 mal 0,7 gibt 2,1. ln von 9. 9 ist 3 Quadrat, 2 vorgezogen. 2 mal 1,1 gibt 2,2. Na, das läuft ja fantastisch. Gehen wir mal zu größeren Zahlen. ln von 10. 10 können wir zerlegen in 2 mal 5. Das macht ln 2 plus ln 5, also zusammen 2,3. ln 11 überspringe ich gerade mal für den Moment. Ich schaue mal ln 12 an. 12 ist 3 mal 4, also haben wir ln von 3. Und 2 mal den ln von 2 und das macht zusammen 2,5. So, zurück zu unserem ln 11. 11 liegt genau zwischen 10 und 12. Und da der Logarithmus ziemlich gleichmäßig ansteigt, kann ich auch zwischen diesen beiden Werten hier linear interpolieren. Das heißt, das Ergebnis von ln 11 liegt genau hier dazwischen, 2,4. Stimmt mit dem Taschenrechner sehr gut überein.
So, ln 13 und 14 könnt ihr nach dem gleichen Prinzip wie hier einfach fortsetzen. Ich mache mal einen Sprung zu großen Zahlen. ln von 81, 81 ist 9 mal 9, also 3 hoch 4, 4 davor geschrieben, 4 mal 1,1 gibt 4,4. Oder ln von 121, wir sehen, 121 ist eine Quadratzahl, 11 hoch 2, 2 kommt davor, 2 mal ln 11, von hier gibt 4,8. Und mit solchen Werten kann man auch leicht die dazwischenliegenden Zahlen bekommen. Hier zwischen 81 und 121 liegt genau die 101. Dann liegt auch der Logarithmus davon genau hier zwischen. Mit der linearen Interpolation bekommt man auch hier 4,6. Apropos 101, schauen wir mal, was der ln von 100 ist. 100 kann man schreiben als 10 hoch 2. 2 davor multipliziert 2 mal ln 10, kennen wir von hier oben. 2 mal 2,3 gibt 4,6. Ah ja, dieses Ergebnis ist auf eine Nachkommastelle nicht von ln 101 zu unterscheiden. Wo wir schon gerade bei den Zehnerpotenzen sind, können wir die Reihe noch fortsetzen. ln von 1000 wäre dann 10 hoch 3, also 3 mal ln 10 gibt dann 6,9. Ihr könnt die Reihe jetzt leicht fortsetzen mit 10.000 oder 100.000. Super. Funktioniert das auch mit Brüchen? Ja, klar. ln von 1/2. Brüche kann man nämlich auch wieder mit dem Logarithmusgesetz schreiben. Es ist ln von dem Zähler minus ln vom Nenner. Und ln 1 ist ja 0, ln 2 ist 0,7, also ist die Differenz minus 0,7. Genauso ln von 1/3. ln von 1 ist wieder 0, können wir weglassen. Im Nenner steht ln 3, dann ist das minus 1,1. Man sieht, Brüche sind einfach diese Werte hier mit einem Minuszeichen davor. Und wenn mal im Zähler keine 1 steht, wie hier, ln von 3/5, dann rechnen wir ln von 3 minus ln von 5. Ja, und das ergibt in 1,1 minus 1,6 gibt minus 0,5. Kann man auch mit Dezimalbrüchen rechnen? Ja, selbstverständlich. ln von 0,3. Ein Dezimalbruch kann man nämlich immer als echten Bruch schreiben, der im Nenner 10 oder 100 oder irgendeine Zehnerpotenz hat. Hier rechnen wir ln von 3 minus ln von 10. ln von 3 kennen wir und ln von 10 kennen wir von vorhin. 1,1 minus 2,3 gibt minus 1,2. So, und zuletzt noch was ganz Abgefahrenes. ln von Wurzel 5. Da muss man wissen, eine Wurzel kann man immer umschreiben in hoch 1/2. Das ist ln von 5 hoch 1/2. Den Exponent ziehen wir wieder vor den Logarithmus. 1/2 von 1,6 ist eben 0,8. Na, klasse. So, also ihr seht, es ist eigentlich ganz cool. Damit kannst du den ln im Kopf berechnen von allen möglichen Werten. Viel Spaß damit. Okay, tschüss.